Hallo! Im letzten Jahr sind im Durchschnitt jeden Tag mehr als 100 neue Sicherheitsschwachstellen in Softwareprodukten bekannt geworden. Schwachstellen, die von Hackern genutzt werden können als Einfallstor für erfolgreiche Cyberangriffe. Und mit dem Cyber Resilience Act, kurz CRA, möchte die Europäische Union etwas dagegen unternehmen und Produkte mit digitalen Elementen sicherer machen, Sicherheit, Cybersecurity zum Industriestandard machen. Und wenn du jetzt glaubst, dass ihr vom CRA nicht betroffen seid, dann ist das ganz wahrscheinlich falsch. Und deswegen möchte ich heute erklären, warum ihr betroffen seid sehr wahrscheinlich, was das für euch bedeutet und wie ihr euch am besten vorbereiten könnt. Und das wirft die Frage auf, wer ich eigentlich bin und warum ich jetzt ausgerechnet hier über den CRA rede. Ich bin Matthias Meyer, ich leite den Forschungsbereich Softwaretechnik und IT-Sicherheit am Fraunhofer IEM, wo wir gemeinsam mit vielen Unternehmen das Engineering der Zukunft erforschen. Und dazu gehört eben auch das Secure oder Security Engineering, das Kernthema des CRA. Aber noch einmal einen Schritt vielleicht zurück zur Motivation. Was soll jetzt denn das nächste Gesetz der EU? Ja, ich hatte schon eingangs gesagt, dass wir eben sehr viele Schwachstellen in Softwareprodukten sehen, die erfolgreich ausgenutzt werden können von Cyberkriminellen, von Hackern, um in solche IT-Systeme, wo die Produkte drin betrieben werden, einzudringen. Und das kann sein, um Daten auszuspähen, also Spionage, Daten zu manipulieren, Sabotage, Ransomware-Angriffe, also so Erpressung durch organisierte Kriminalität sehen wir sehr viel. Und das führt dazu, wie die Bitkom kürzlich erhoben hat, dass in 2024 und im Jahr sozusagen davor 180 Milliarden Euro Schaden entstanden ist durch Cyberangriffe allein in Deutschland. Und wenn wir jetzt noch die ganze geopolitische Situation und Bedrohungslage hinzunehmen, dann sehen wir eben, dass hier Handlungsbedarf besteht. Und zwar möchte die EU Produkte mit digitalen Schnittstellen oder digitalen Elementen, heißt es konkret im Gesetz, sicherer machen. Und das sind eben Produkte, die ja Software, Hardware enthalten oder auch Teile davon, die separat auf den europäischen Markt gebracht werden und die eben digitale Schnittstellen besitzen. Also im Prinzip vernetzt werden können. Und dabei ist unerheblich, ob sie es tatsächlich werden. Allein die Fähigkeit, dass sie digital Daten austauschen können, reicht aus, dass sie eben unter das Gesetz fallen und sie vor allen Dingen als Hersteller mehr für die Cybersicherheit des Produkts tun müssen. Aber es betrifft nicht nur Hersteller, es sind auch sozusagen Einführer oder Händler von Produkten betroffen, die dann eben sicherstellen müssen, dass die Produkte ein gewisses Niveau an Cybersicherheit haben und dass der Hersteller sozusagen auch dieses Gesetz erfüllt, weil es geht um den Marktzugang zum europäischen Markt. Also es ist unerheblich, wo das Produkt hergestellt oder entwickelt wurde. Wenn es in Europa verkauft werden soll, muss es das Gesetz erfüllen. Und ein weiterer entscheidender Punkt, weswegen ich sage, ihr seid sehr wahrscheinlich betroffen, ist, dass es ein branchenübergreifendes Gesetz ist, also eine sogenannte horizontale Regulierung. Also vom Babyphone über die reine Software-App bis zur Maschine oder ganzen Maschinen und Anlagen sind die Produkte betroffen. Also auch reine Softwareprodukte fallen unter das Gesetz. Was droht, wenn ich das Gesetz nicht einhalte? Zunächst mal darf ich keine CE-Kennzeichnung mehr aufbringen. Also CE-Kennzeichnung und Erfüllung des Cyber Resilience Acts sind miteinander verbunden. Und ohne CE-Kennzeichnung und die Gesetzeserfüllung darf ich das Produkt in Europa nicht verkaufen. Behörden können Produktwarnungen aussprechen, können auch zeitweise Verkaufsverbote aussprechen für Produkte, wenn Sicherheitslücken da drin bekannt sind und nicht geschlossen werden. Und es drohen sogar Strafzahlungen in Millionenhöhe, also je nachdem, wie schwerwiegend man sozusagen gegen das Gesetz verstoßen hat, können da bis zu 15 Millionen oder 2,5% des weltweiten Vorjahresumsatzes, je nachdem, was die höhere Zahl ist, an Strafen verhängt werden. Und der dritte wesentliche Punkt, weswegen ich auch eingangs schon gesagt habe, es ist Zeit zu handeln. Es gibt Pflichten, Stichtage, Fristen, und zwar 2, die hier relevant sind. Die erste ist am 11. September 2026, also in ein bisschen mehr als einem Jahr. Dort gelten erste Verpflichtungen, was die Meldung von Schwachstellen angeht, die aktiv in den Produkten ausgenutzt werden. Da komme ich später nochmal drauf. Und die zweite wichtige Frist, der 11. Dezember 2027, bedeutet, dass in der EU nur noch CAA-konforme Produkte verkauft werden dürfen. Und das ist übrigens unerheblich, wann sie entwickelt wurden. Wenn sie sozusagen das Werk verlassen und das nach dem 11. Dezember,
dann müssen sie konform sein. Jedes einzelne Produkt. So, welche Anforderungen stellt der CRA denn insbesondere an Hersteller und Entwickler? Also die sind sehr vielfältig. Es gibt Anforderungen an die Produkte, an vor allen Dingen das Engineering der Produkte, aber auch weitere Bereiche im Unternehmen sind betroffen. Letztlich die Produktion, auch der Support und man braucht gegebenenfalls auch neue Organisationseinheiten und neue Rollen im Unternehmen. Denn im Kern fordert der CRA letztlich ein Engineering gemäß dem Paradigma Security by Design, das wir gerne an diesem Schaubild illustrieren, das so einen idealisierten Lebenszyklus zeigt mit so diesen logischen Phasen der Planung, Analyse, Entwurf, Realisierung, über die Nutzung sozusagen und Updates, kontinuierliche Weiterentwicklung wieder zurück. Wenn wir softwareintensive Systeme haben, ist das Engineering eigentlich, solange sie in Betrieb sind, nicht abgeschlossen, weil dort immer Weiterentwicklungen, vor allen Dingen an den Softwareanteilen, passieren. Und Security by Design bedeutet jetzt, dass man entlang dieses Lebenszyklus eben an verschiedenen Stellen möglichst früh beginnend Aktivitäten und Maßnahmen für die Herstellung der Cybersicherheit des Produkts ergreift. Und das heißt eben nicht sozusagen erst mit einem Penetration-Test, der ist hier auch im Bild, anzufangen, also wenn das System schon irgendwie läuft, zu gucken, ob es dann mit einem Hacker sozusagen schaffe, hier Schwachstellen aufzuspüren und einzudringen, sondern eben schon viel früher etwas zu tun und dem entgegenzuwirken, dass Schwachstellen überhaupt ins Produkt reinkommen. Und das heißt vorne ansetzen, vor allen Dingen mit dem Thema Bedrohungs- und Risikoanalyse, sich klar werden, was sind denn jetzt die wesentlichen Daten, Funktionen meines Produkts, sozusagen die Assets, die ich schützen muss und wogegen eigentlich, wie kann ich dem entgegenwirken, mit welchen Maßnahmen im sicheren Entwurf, Implementierung überprüfen, wenn ich dann den Entwurf auch tatsächlich realisiere, auch gerade die Software implementiere, muss ich auch die regelmäßig prüfen, nicht nur funktional, sondern eben auch auf Security-Probleme hin durch Reviews oder statische Code-Analysen zum Beispiel. Und so muss ich letztlich auch weitergehen im laufenden Betrieb, mein System überwachen, Schwachstellenmanagement betreiben und mich um die Update-Fähigkeit kümmern, weil wenn Schwachstellen auftreten, muss ich in der Lage sein, durch angepasste Software eine Behebung herbeizuführen und diese angepasste Software eben auch in mein Produkt dann wieder einzuspielen. Und jetzt kann ich in dieses Bild auch schön einige schon wesentliche Anforderungen des CRA sozusagen hineinlegen. Das ist nicht alles, aber es sind schon sehr wesentliche Punkte. Das eine ist eben, dass er genau solche Entwurfs-, Entwicklungs- und Schwachstellenmanagementprozesse fordert von den Unternehmen. Und ein ganz zentraler Punkt ist eben auch dieses Thema der Bedrohungs- und Risikoanalyse. Ganz explizit fordert der CRA, die Cybersicherheitsrisiken des Produkts zu bewerten, diese auch entsprechend zu dokumentieren und daran angepasst, diese grundlegenden Cybersicherheitsanforderungen, die der CRA an die Produkte konkret stellt, zu erfüllen. Also man soll tatsächlich anhand so einer Risikobetrachtung darlegen, warum man welche dieser zentralen Anforderungen wie erfüllt oder es eben auch nicht tut, weil das Risiko eben nicht so groß ist und man es sozusagen in Kauf nehmen kann. Und entscheidend ist, dass man das systematisch darlegen kann und daran angepasst eben Entscheidungen trifft. Und die natürlich auch hier Kosten sparen können. Also es ist nicht das Ziel des Gesetzes, jedes Produkt so zum digitalen Fort Knox sozusagen zu machen, sondern eben angepasst an das Risiko drohende Schäden zu handeln. Und ja, solche Requirements oder Essential Requirements heißt es im Englischen, grundlegende Cybersicherheitsanforderungen sind im Gesetz im Anhang 1 definiert. Da stehen so Dinge drin wie Limit Attack Surfaces, also Angriffsfläche minimieren, unnötig, also Ports, die nicht benötigt werden, abschalten zum Beispiel, bestimmte Schnittstellen nicht zugänglich machen, wenn sie nicht für die Funktionalität benötigt werden, weil gerade an den Stellen könnten Hacker natürlich dann ansetzen, solche Einfallstore zu nutzen. Unberechtigten Zugriff soll man verhindern, also so Standardpasswort 123 oder hier Admin sind so Dinge, die nicht mehr gehen. Ne? Und man muss überall da, wo es sensitiv ist, eben entsprechend auch Zugangsbeschränkungen im Produkt einbauen.
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, im Englischen Confidentiality, Integrity, Availability, CIA, sind Schutzziele, dass ich also nicht Daten einfach preisgeben, ausspähen kann, keine Manipulationen zulasse und dass auch die Verfügbarkeit meines Produkts halt möglichst gewahrt bleibt. Und dann geht es weiter. Also ich muss dann, wenn ich implementiere, hatte ich eben schon gesagt, Tests vornehmen, nicht nur funktional eben, sondern auch besonders auf die Security hin bezogen und das eigentlich auch immer wieder. Wenn ich das Produkt dann in den Verkehr bringe, also wenn es sozusagen mein Werk verlässt, dann darf es keine bekannten ausnutzbaren Schwachstellen enthalten. Also hier kommt auch der Punkt Supply Chain, Software Supply Chain stark mit rein. Das kann natürlich auch sein, wenn ich eine Komponente, eine Softwarekomponente in meinem Produkt sozusagen verbaut habe, für die eine Schwachstelle bekannt wird, dann muss ich prüfen, inwieweit die auch in meinem Produkt dann ausnutzbar ist. Und wenn das der Fall ist, darf ich das Produkt erstmal nicht verkaufen, sondern muss erstmal Abhilfe herbeiführen. Secure by Default ist auch so ein Stichwort. Das heißt, ich darf mein Produkt auch nicht so mit abgeschalteten Sicherheitsmechanismen in Verkehr bringen, sondern ich soll sozusagen Security aktivieren, wenn ich es auf den Markt bringe. Eine Ausnahme gibt es hier im Business-to-Business-Umfeld bei Tailor-made Products, also wirklich maßgeschneiderten Produkten. Da darf ich hier andere Vereinbarungen mit meinen Kunden sozusagen treffen. Weitere wichtige Punkte, das Produkt muss Monitoring-Fähigkeiten haben, also auch relevante Aktivitäten, die im Produkt stattfinden, mitprotokollieren können. Und ein ganz wichtiger Punkt auch das Thema Schwachstellen im Produkt identifizieren, beseitigen und auch entsprechend darüber kommunizieren während eines zu definierenden Unterstützungszeitraums, Support Period im Englischen. Also wenn ich das Produkt in den Verkehr bringe, muss ich als Hersteller eben auch diesen Unterstützungszeitraum definieren. Und das Gesetz formuliert mindestens 5 Jahre, aber angepasst an die erwartete Nutzungsdauer des Produkts. Das kann halt auch weniger sein als 5 Jahre, aber in vielen Bereichen eben auch sehr viel mehr. Und während dieses Zeitraums muss ich eben dieses Schwachstellenmanagement, auch diese Überwachung meiner Produkte und verbauter Komponenten betreiben. Und dafür brauche ich eben auch solche Software-Stücklisten, im Englischen Software Bill of Materials oder SBOM, die mir sozusagen eine Grundlage dafür geben, zu wissen, was habe ich eigentlich verbaut. Dann kann ich mit Schwachstellen, Datenbanken abgleichen, ist da was bekannt und kann eben entsprechend darauf reagieren, beziehungsweise während des Unterstützungszeitraums muss ich das dann auch. Und reagieren bedeutet dann am Ende, ich muss, sofern es irgendwie geht, möglichst zeitnah eben auch für Abhilfe schaffen und entsprechend zum Beispiel Security-Updates bereitstellen, die die Benutzer der Produkte dann einspielen müssen. Aber als Hersteller muss ich sie eben erstmal bereitstellen und auch entsprechend darüber kommunizieren und das in der Regel kostenfrei. Eine Ausnahme stellen hier wieder die maßgeschneiderten Produkte dar. Dort kann ich auch andere Regelungen treffen da müssen Updates nicht kostenfrei sein, aber für die allermeisten Produkte sind sie eben kostenfrei bereitzustellen. Das war jetzt mal so ein Überblick über die Anforderungen. Wie bereiten wir euch denn jetzt am besten vor? Also womit fangt ihr am besten an? Und das zeige ich auch gerne wieder an diesem Bild. Das sind so 3 Stellen, die ich da hervorhebe. Das eine ist das Thema eben Prozesse allgemein, also diesen ganzen Lebenszyklus. Wo steht ihr da eigentlich heute schon? Und 2 Punkte sind mir ganz besonders wichtig. Das ist so ein bisschen in dem Bild sozusagen hinten und vorne anfangen. Also hinten bei diesem Thema Schwachstellenmanagement, weil da komme ich auch nochmal drauf. Das ist sozusagen das, was am frühesten etabliert sein muss, nämlich bereits im September 2026. Und dieses Thema Cybersicherheitsrisiken auf der Produktebene analysieren, bewerten, weil das wirklich so eine zentrale Rolle einnimmt und daran angepasst ich ja eben auch darlegen muss, wie ich jetzt das Gesetz erfülle. Wie kann sowas aussehen? Wir machen schon sehr gute Erfahrungen jetzt mit so einer Art Vorgehen, das zunächst mal mit Verstehen eigentlich beginnt, also grundlegend die CAA-Anforderungen verstehen, Produktverantwortliche, Produktentwicklungsteams mal einen halben Tag wirklich im Detail mit den ganzen Anforderungen vertraut machen, die ich jetzt ja nur kurz anreißen kann hier im Video. Und ein zweiter Schritt ist dann sehr wichtig, auch durchs eigene Produktportfolio durchzugehen und mal zu analysieren, wo habe ich Produkte mit digitalen Schnittstellen, sind die betroffen,
Warum sind sie es oder warum auch nicht? Will ich sie nach 2027 auch noch verkaufen? Muss ich sie also konform machen? Das sind wichtige Punkte, um erstmal zu klären, wo ich eigentlich überall dran muss. Und dann haben wir so zwei Schleifen sozusagen. Das eine ist eher so die Prozesssicht, diesen Lebenszyklus analysieren, eine Gap-Analyse letztlich machen. Also was von dem, was der CAA fordert, mache ich denn heute eigentlich schon? Da kann man auch gut schon existierende Standards hinzuziehen, wie zum Beispiel die IEC 62443, die jetzt hier für den Bereich Industrial Control Systems hier sehr viel mehr konkretere Hinweise gibt und die schon eine hohe Abdeckung mit dem CAA bietet. So, kleiner Randbemerkung sozusagen, es sind auch weitere Standards gerade in der Erarbeitung, sogenannte harmonisierte Standards, wo man dann sagen kann, wenn ich den Standard erfülle, dann kann ich mir auch sicher sein, dass ich den CAA insgesamt erfülle. Aber die sind eben in Erarbeitung und die werden zu spät kommen. Also man kann nicht auf die warten und dann erst anfangen, dann wird man es nicht mehr schaffen rechtzeitig. Aber eben solche existierenden Standards, da gibt es Übersichten, welche da wie viel Abdeckung bieten, geben auch eben heute schon gute Orientierung dafür. Und auf der Basis kann ich eben, wie gesagt, schauen, meinen Produktlebenszyklus analysieren, schauen, wo mache ich schon was für Security in meinen Prozessen. Und das kann sein, dass ich das halt nicht nur einmal fürs Unternehmen, sondern eher so pro Geschäftsbereich vielleicht machen muss. Das hängt ein bisschen von der Organisation natürlich ab. Und der zweite Teil, der so parallel dazu auch beginnen kann und mehrfach durchgeführt werden muss, ist eben eine Betrachtung auf der Produktebene. Also sind meine Produkte, die eben betroffen sind und ich in 27 noch verkaufen will, wie konform sind die denn schon? Und da kann man gut auch mit solchen Bedrohungs- und Risikoanalysen herangehen und sich ein Bild davon machen, welche Eigenschaften im Produkt schon realisiert sind, gegen welche Bedrohung ist es denn schon geschützt, um auch abzuleiten, wo besteht jetzt weiterer Handlungsbedarf. Und damit kann ich gut Roadmaps aufstellen, sowohl für die Prozesse als auch die Produkte und die dann natürlich nach und nach umsetzen, die Maßnahmen, die dabei eben entsprechend entstanden sind. Zwei wichtige Punkte möchte ich noch herausstellen. Wir machen hier die Erfahrung, vor allen Dingen, wenn wir mit KMUs zusammenkommen, dass da noch Verantwortliche fehlen. Sie benötigen einen Kopf im Unternehmen, der das Thema treibt, der nicht alles macht natürlich, ne, aber der verantwortlich ist dafür, der sich darum kümmert und mit weiteren Personen, Verantwortlichen, Teilverantwortlichen im Unternehmen, vielleicht auf Produktebenen, dann diese CAA-Konformitätsmaßnahmen treibt. Und Qualifizierungsbedarf kommt uns ganz oft entgegen. Sie müssen zumindest ausgewählte Personen im Kontext Produktsicherheit, Software Security weiterbilden, schulen, damit sie sozusagen das nötige Handwerkszeug auch haben, um an der CAA-Erfüllung zu arbeiten. Also ein wichtiger Schritt, wir nennen das Cyber Resilience Assessments, also Status Quo ermitteln, Roadmaps, Verantwortlichkeiten festlegen und so die Verbesserung der Produkte und Entwicklungsprozesse auf die Weise planen, sodass jeder dann, wer was wann zu tun hat, ist dann sozusagen bekannt. Zweiter Punkt, auf den ich eingehen möchte, sozusagen jetzt hinten in unserem Lebenszyklusbild, ist das Thema Schwachstellenmanagement und sozusagen eine Lösung dafür, Product Security Incident Response Team, PSIRT. Das ist jetzt nichts, was das Gesetz explizit so vorschreibt, aber letzten Endes ist das eigentlich die Lösung, um die Anforderungen, die das Gesetz stellt, bezüglich Schwachstellenmanagement zu erfüllen. Und zwar, was hat so ein PSIRT für Aufgaben? Na, zum einen fungiert es als ein Single Point of Contact, wo für das Unternehmen Schwachstellen gemeldet werden können in den eigenen Produkten. Das ist was das Gesetz tatsächlich fordert und so ein PSIRT bietet das. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich muss da jederzeit ansprechbar sein und sollte tunlichst auch auf solche Meldungen entsprechend reagieren. Und ja, dann muss ich sie bewerten, muss den Impact sozusagen von so einer Schwachstelle, die mir da gemeldet wird, verstehen und möglicherweise ist es aber auch nur Spam, dann kann ich es aussortieren oder es besteht eben Handlungsbedarf. Ich muss entscheiden, muss ich den Geschäftsführer wecken oder kann ich ihn schlafen lassen und muss sozusagen da die Lage klären. Und im Weiteren
muss ich natürlich auch dann entsprechend, wenn da Bedarf besteht, reagieren, Updates, so ein Security Advisories, die halt mehr Informationen zur Schwachstelle, zur Behebung preisgeben, mit ausspielen und das in definierten Prozessen eben auch kommunizieren. Und diesen Prozess muss ich eigentlich nicht nur fahren, wenn mir eine Schwachstelle aktiv gemeldet wird, sondern ich muss auch beobachten, sind wir wieder beim Thema Supply Chain, was habe ich denn eigentlich in meinen Produkten verbaut, welche anderen Softwarekomponenten von Zulieferern habe ich integriert, werden für die Schwachstellen, zum Beispiel in so öffentlichen Schwachstellen-Datenbanken irgendwie bekannt, dann muss ich da auch darauf reagieren. Und dafür brauche ich eben meine Software Bill of Material, um entscheiden zu können, habe ich das integriert, muss ich da mich drum kümmern oder eben nicht. Ja. Und ein ganz wesentlicher Punkt bei so einem P-Cert ist, dass es sehr strukturiert kommunizieren muss mit ganz vielen Stakeholdern, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb. Also ich muss natürlich Schwachstellen entgegennehmen, am besten mal vorsortieren, bevor ich alles in die Entwicklung rüberschiebe und die sozusagen damit flute. Genau, Entwicklung ist natürlich ein entscheidender Punkt, um zu verstehen, wie betroffen ist mein Produkt eigentlich. Ich muss aber auch den Service mit einbinden, ich muss möglicherweise mit Behörden kommunizieren. Also es gibt, oder in der Produktion muss ich vielleicht Bescheid sagen, stopp mal gerade, wir müssen jetzt hier einen anderen Softwarestand aufspielen oder den müssen wir jetzt erstmal schnell erarbeiten. Also dieses P-Cert ist wirklich so eine zentrale Schaltstelle dann und muss mit ganz vielen im Unternehmen vernetzt werden. Und jetzt würde ich gerne noch mal auf so ein paar Anforderungen konkreter des CAA an der Stelle eingehen, was diese Meldepflichten angeht. Für diesen besonderen Fall, dass ich Kenntnis erlange als Unternehmen, dass in einem meiner Produkte Schwachstellen aktiv ausgenutzt werden, dann muss ich das melden an die Europäische Cybersicherheitsagentur, die ENISA. Und wenn dieser Fall eintritt, dann habe ich dafür 24 Stunden Zeit, so eine erste Frühwarnung an die ENISA zu geben. Die ENISA möchte natürlich da ein Lagebild erstellen können und wissen, was ist das für ein Produkt, wie verbreitet ist das, droht hier sozusagen eine Gefahr größeren Ausmaßes, weil hier eben ausnutzbare Schwachstellen drin sind, die schon ausgenutzt werden gerade. Und dann habe ich weiter Zeit, nämlich 72 Stunden, um mehr Details zu der Schwachstelle sozusagen zu reporten, auch wieder an die ENISA. Und natürlich soll ich irgendwann rechtzeitig, sagt das Gesetz, sozusagen auch meine Nutzer informieren, zumindest mal darüber, dass hier ein Problem ist. Und natürlich auch, wenn ich dann entsprechend ein Update habe, dass das vielleicht behebt. Und wenn ich das habe, dann habe ich nochmal Zeit, das entsprechend auch auszurollen und nochmal 14 Tage so einen Abschlussbericht an die ENISA zu geben bezüglich der Schwachstelle. Für KMUs gibt es eine kleine Erleichterung. Diese erste Frist von 24 Stunden ist 72 Stunden. Das ist aber jetzt auch nicht viel länger. Aber tatsächlich ist das ein bisschen ein Sonderfall. Wie oft der eintritt, muss man sehen. Aber letzten Endes müssen Sie darauf vorbereitet sein. Und ein wesentlicher Punkt noch in dem Zusammenhang, dieses Thema Meldepflicht. Das gilt eben bereits ab September 2026 und es gilt für alle Produkte mit digitalen Elementen, die Sie schon im Markt haben, also die schon im Feld sind. Also nicht, die Sie erst noch entwickeln oder produzieren, sondern für alles, was schon im Umlauf ist. Es geht ums Melden, nochmal wichtige Differenzierung, nicht ums Beheben an der Stelle. Also erstmal fordert der CAA Meldepflichten für diese Produkte. Okay, also wichtiges Thema, P-Cert etablieren, damit Sie eben rechtzeitig reagieren können auf auftretende Schwachstellen und auch Ihren Meldeverpflichtungen nachkommen können. Der dritte wesentliche Punkt, nochmal das Thema Risiken. Kennt eure Risiken. Bedrohungs- und Risikoanalyse. Es ist ganz wichtig, die Methodik dafür zu lernen und in dem Produktentwicklungsprozess oder im Lebenszyklus sozusagen zu verankern und durchzuführen. Und ja, wie geht sowas? Was steckt dahinter? Da gibt es verschiedene Methoden, Herangehensweisen. Vom Prinzip her ist es immer so, man macht sich im Endeffekt ein Bild des Produkts und des Kontexts, in dem es eingesetzt wird. Man überlegt sich, wo habe ich jetzt besonders interessante Daten, Funktionalitäten, was sind so meine Assets, meine Kronjuwelen sozusagen und wie will ich die denn schützen oder welche muss ich irgendwie schützen auf jeden Fall. Dann stelle ich mir die Frage,
welche Bedrohungen bestehen, also wie könnte jetzt zum Beispiel ein User, ein Hacker irgendwie da herankommen. Dann muss ich die Risiken letztlich dieser Bedrohung ermitteln und entsprechend darauf abgestimmt Gegenmaßnahmen im System vorsehen, um es sozusagen schwieriger zu machen, dass ein Angreifer das ausnutzen kann, ja? Also sozusagen diese Bedrohung Realität wird. Und ja, da gibt es verschiedenste Methoden von Excel-Listen über sogar Kartenspielvarianten, die mir dabei helfen können, bis hin zu Datenflussdiagrammen, Modellierungstools von Microsoft zum Beispiel, der Threat Modeling Tool mit der Stride-Methode, wo man sehr systematisch auch mit teilweise Automatisierung dann solche Analysen vornehmen kann. Und letzten Endes muss man eben eine Risikoeinschätzung vornehmen. Da gibt es jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss sozusagen. Im Wesentlichen geht es darauf hinaus, wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Bedrohung ausgenutzt werden kann, dass ein Angreifer es schafft, sie auszunutzen. Und wenn es ihm gelingt, was droht denn dann? Also was ist sozusagen der erwartete Schaden? Und auf der Basis muss ich eben letztlich zu so einer Risikoeinschätzung kommen. Und wir machen gute Erfahrungen damit, eben sowas wie Datenflussmodelle, Stride-Methode, auch oft tatsächlich mit dem Threat Modeling Tool in so Workshops anzuwenden, wo wir einen Security-Experten als Moderator mit reingeben. Dann haben wir Experten fürs System, die sozusagen auch die Innensicht des Systems kennen, so Architekten, Entwickler, Tester und Experten, die eher die Anwendung des Produkts kennen. Und die bringen wir zusammen und erarbeiten dann gemeinsam so ein Bedrohungsmodell. Und das ist halt viel Learning by Doing. Also letzten Endes vermittelt man dabei auch das Wissen. Es gibt so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe und macht sich eben ein Bild von dem System, von den schützenswerten Daten und möglichen Bedrohungen und Absicherungsmaßnahmen. Eine Planung, also es ist ein strukturierter Ansatz zur Bewertung des Bedarfs an Sicherheitsmaßnahmen, wie der CRA es eben fordert. Man hat auch gleichzeitig eine Dokumentation dabei und trifft eben fundierte Entscheidungen und macht vernünftige Pläne. Und Nebeneffekte, die ganz positiv sind, ist, dass man natürlich eine Sensibilisierung auch für das Thema im Team hat. Man erreicht mehr Commitment, weil das Team auch wirklich involviert ist und mit zu der Absicherung des Produkts beiträgt und macht da so eine gemeinsame Verantwortung letztlich draus. Und auch ein Nebeneffekt, dabei zeigen sich manchmal Personen, die auch eine gewisse Affinität für das Thema eben haben und möglicherweise auch geeignet wären, dem mehr Verantwortung zu übernehmen. Gut, dritter wichtiger Punkt, Bedrohungsrisikoanalysen, um eben fundierte Entscheidungen zu treffen und Pläne zu machen. Jetzt haben wir ganz viel über viele Pflichten geredet, die natürlich Aufwand bedeuten und irgendwo kosten. Die gute Nachricht, es betrifft fast alle eben, ne, weil die Regulierung eben so breit angelegt ist und auch genau das Ziel hat, möglichst viele Produkte sozusagen zu regulieren, die heute noch nicht anderweitig irgendwie reguliert sind. Also das Problem haben erstmal sozusagen alle. Aber es lohnt sich auch mal den Blickwinkel ein bisschen zu wechseln und auf Chancen zu achten. Und eine Chance besteht sicherlich drin, so ein bisschen hochtrabender gesagt, dass wir auch einen positiven Effekt für unsere Gesellschaft haben, für die Sicherheit auch im ganzen europäischen Wirtschaftsraum. Eben angesichts geopolitischer Lage, organisierter Kriminalität, die mehr und mehr zunimmt, ist es eben auch eine Chance für uns, dass wir uns überhaupt besser schützen können gegen sowas. Konkreter auch am Unternehmen dran, finde ich, ist eine Chance. Dadurch, dass wir Prozesse jetzt auch auf den Prüfstand stellen, haben wir nochmal andere Chancen, auch eine Effizienzsteigerung im Engineering herbeizuführen, indem wir eben Methoden auf den Prüfstand stellen, aktualisieren, neue Methoden integrieren und auch dieses Thema Security eigentlich so als Teil der Ingenieurskunst begreifen und eben mit in die ganze Entwicklung integrieren. Und das bringt uns dann wiederum vielleicht auch einen Innovationsvorsprung, indem wir jetzt gerade in Europa das Thema sehr ernst nehmen und dann sichere Produkte made in Europe auf den Weltmarkt bringen können, was mehr und mehr nachgefragt wird. Also schon heute wird Security in Produkten zum Teil nachgefragt und das wird zunehmen, weil ich gehe davon aus, dass auch
weltweit weitere Regulierungen dem CAA folgen werden, die Ähnliches vorschreiben, einfach um das Sicherheitsniveau insgesamt zu erhöhen. Und wir könnten jetzt, wenn wir das früh angehen und geschickt angehen, auch hier einen Vorteil uns erarbeiten, indem wir sichere Produkte auf den Markt bringen können. Und ein vierter Punkt, den ich sehe, ist so verbunden mit dem Thema Updates, also diese ganze Update-Fähigkeit auszubauen, zu verbessern, was jetzt erforderlich ist aufgrund der Security-Update-Thematik. Das bringt uns aber auch Möglichkeiten, anders Feature zum Beispiel nachzuliefern über Software-Updates und sozusagen da auch Funktionsumfang von Produkten nachträglich zu erweitern oder auch Services anzubieten, die dabei unterstützen, die Updates in die Produkte einzuspielen. Weil als Hersteller bin ich zunächst mal verpflichtet, sie bereitzustellen. Einspielen muss ich sie nicht zwingend. Das muss dann der Betreiber möglicherweise aufgrund anderer Security-Regularien tun und kann dabei natürlich auch wieder Unterstützung gebrauchen, was ich jetzt dann auch wieder als entsprechenden Service anbieten kann, um damit neues Geschäft vielleicht zu erschließen. Wie können wir am Fraunhofer IEM dabei unterstützen? Ich habe eingangs gesagt, wir forschen in dem Bereich. Wir haben jetzt gut 10 Jahre Erfahrung damit, an Secure Engineering Methoden, Tools zu forschen, immer in Verbindung praxisnah mit Unternehmen. Und wir forschen auch nicht nur, sondern wir helfen eben Unternehmen auch konkret, die Sicherheit in der Produkte in der Entwicklung zu stärken. Und auf der Grundlage haben wir einige Erfahrungen sammeln können, gerade auch in dem Kontext Cyber Resilience Assessments, also solche Gap-Analysen. Wie ist sozusagen der Produktlebenszyklus heute aufgebaut? Wie sind die Prozesse aufgebaut? Zum Beispiel hinsichtlich der IEC 62443. Das ist etwas, wo wir auch ein Referenzprojekt haben, können Sie mehr auf der Webseite zu finden, haben wir mit KEB Automation machen können. Aber auch auf die Produkte bezogen, Konformitätsanalyse eben von Produkten mithilfe von Bedrohungsrisikoanalysen haben wir zum Beispiel mit Bosch Rexroth gute Erfahrungen sammeln können, über die wir auch ein bisschen sprechen dürfen. Ein zweiter Punkt schließt sich dann an, Thema Umsetzungsunterstützung, also so Integration von neuen Methoden angepasst an uns Unternehmen oder auch Tools ins Engineering ist etwas, wo wir helfen können. Und dann auch weiter dran zu bleiben, Coaching on the Job, also in der Entwicklung mitzuhelfen, sichere Entwicklung zu betreiben, immer da, wo Fragen aufkommen. In dem Zusammenhang auch spannend so ein externer Blick, den wir geben können, indem wir Reviews zum Beispiel machen von solchen Security-Analysen, Sicherheitskonzepten oder auch von Code. Und eine dritte wichtige Säule in dem Kontext ist das Thema Aus- und Weiterbildung. Über unsere IEM Academy haben wir da auch entsprechende Angebote, die gezielt hier unterstützen, nämlich zum einen das Thema Cyber Resilience Act verstehen, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, und spezieller auch Fach- und Führungskräfte weiterbilden, also zum Beispiel Software Security Trainings für Product Owner und Führungskräfte im Unternehmen, damit die auf dem richtigen Abstraktionsniveau hier das Handwerkszeug erlangen und stärker auf die Entwicklung fokussiert dann der Certified Security Champion, wo jemand wirklich intensiv ausgebildet wird in Security by Design und so im Produktentwicklungsteam das Thema eben dann vertreten kann und auch als Multiplikator wirken kann und sozusagen auch weitere Personen im Unternehmen damit weiter befähigen kann. Gut, nun möchte ich zum Ende kommen, haben jetzt viel Input geliefert hier und ich würde gerne noch mal einmal abschließend zusammenfassen, was mir so die wichtigsten Punkte sind und welche Empfehlungen daraus resultieren. Und das erste, würde ich sagen, es ist Zeit zu handeln. Die Regulierung ist weitgreifend. Es geht um Produkte mit digitalen Schnittstellen. Das betrifft sehr viele Produkte. Es sind sehr wahrscheinlich Anpassungen an den Produkten erforderlich. Und zwar an allen Produkten, die nach dem 11. Dezember 2027 noch verkauft werden sollen. Und das heißt, dass jetzt Hersteller und Entwickler in der Pflicht sind, das zu betrachten und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und das in die Entwicklungszyklen, die Lebenszyklen zu integrieren, um rechtzeitig diese Anpassungen auch vorgenommen zu haben. Konkrete erste Schritte habe ich viel darüber gesprochen. Das Thema Assessments, also erstmal überhaupt Status Quo ermitteln, Roadmaps für Produkte, Prozesse aufstellen, also Handlungsbedarf eigentlich klären und Maßnahmen ableiten. Damit einhergehend, wichtiger Punkt, eben Verantwortlichkeiten zu vergeben, Verantwortliche aufzubauen, Qualifizierung zu betreiben.
um dann auch in der Lage zu sein, diese Maßnahmen umsetzen zu können. Peace Rate etablieren, sofern Sie es nicht schon haben. Ein wichtiger Punkt aufgrund Schwachstellenmanagement und der früheren Frist im September 26 schon. Und dieses Thema Bedrohungsrisikoanalyse müssen Sie lernen und etablieren, weil es eine ganz zentrale Rolle einfach in dem ganzen CRA-Thema spielt. Und schließen möchte ich nochmal mit dem letzten Punkt. Es sind viele Pflichten, aber ich sehe auch Chancen. Thema Effizienzsteigerung im Engineering, Innovationsvorsprung erarbeiten durch sichere Produkte made in Europe und vielleicht auch neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen, eben aufgrund der ausgebauten Update-Fähigkeiten. Das war viel. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten was lernen dabei. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, wenn Sie noch weitere Chancen sehen zum Beispiel, melden Sie sich gerne bei uns. Wir stehen bereit und helfen Ihnen sehr gerne weiter. Vielen Dank.